Hallo zusammen, wir machen heute eine Takelung. Wir machen eine einfache Takelung. Ich habe mir hier eins von meinen Übungsseilen rausgesucht. Da ist das Ende schon ein bisschen ausgefranst, so ein bisschen aufgedröselt hier. Da machen wir eine Takelung drauf. Wir machen eine einfache Takelung. Ich habe mir hierfür schon mal mein 1 Millimeter Garn gewachst geholt. Das nutzen wir, da lenken wir uns gleich was ab und dann zeige ich euch, wie wir die Takelung machen. Für eine einfache Takelung brauchen wir etwas Garn. Wir ziehen uns jetzt hier ungefähr 40 cm ab. Das hängt natürlich davon auch ab, wie viel Takelung ihr auf euer Seil aufbringen wollt. Ich ziehe mir jetzt hier, wie gesagt, ein Stück von runter. Wenn das ein bisschen zu lang ist, ist nicht schlimm. Den Rest können wir später abschneiden. Wir machen jetzt hier einfach mal so ungefähr. Da können wir die Rolle wieder zur Seite stellen. Für die einfache Takelung brauchen wir nichts, also keine Nadel oder ähnliches. Wir nehmen einfach unser Garn, legen uns hier eine Schlaufe und starten am Seilende, da wo wir die Takelung aufbringen wollen. Wichtig ist hierbei, die erste Wickelung über das Seilende zu machen, einfach um das schon mal zu fixieren. Die Wicklungen, die Windungen sollten fest gewickelt werden, also da immer schön Druck drauf ausüben. Bei den gewachsenen Seilen ist das Gute, die gehen nicht gleich wieder auf, da kann man auch mal hier loslassen. Wir wickeln hier eine nach der anderen, immer schön fest auf Zug halten. Wir können die auch korrigieren, legen uns hier das Auge ein bisschen zurecht und dann geht's weiter. So, jetzt haben wir hier noch ein Stück Seilende. Ich mache noch eine halbe Umdrehung, bis wir hier dann durchs Auge gehen. So, wir stechen hier durch. Und dann haben wir hier unser anderes Seilende. Damit ziehen wir die Schlaufe jetzt ein bisschen bei. Kurz bevor die unter die Takelung eintaucht, ziehen wir hier die letzte Windung fest und gehen dann mit dem Seilende hier durch. Das verschwindet schön unter unserer Takelung. Wir ziehen es bis in etwa in die Mitte. Das heißt hier rein. Jetzt haben wir auf beiden Seiten einen Überstand. Mit den Seilenden machen wir nichts Größeres. Wir schneiden sie bündig ab, gucken, dass wenig Seilüberstand da ist. Und man könnte sie noch abflammen, muss man aber nicht machen. So, da geht es eher darum, dass sie hier schön verwahrt werden. Und fertig ist unsere Takelung. Wir könnten jetzt das Seilende noch ein bisschen einkürzen, um hier das Gewuschel wegzumachen. Müssen wir aber auch nicht. So, wir sind fertig mit der Takelung. Das war jetzt die einfachste Takelung. So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und damit wünsche ich euch noch einen verknotungsfreien Tag und bis bald.